Heute geht es um den Kampf gegen eine der häufigsten Erbkrankheiten der Welt. Jedes Jahr werden mehrere hunderttausend Kinder damit geboren und weltweit geht man von 20 Millionen Betroffenen aus. Sie haben starke Schmerzen, eine deutlich kürzere Lebenserwartung, ein erhöhtes Schlaganfallrisiko und Aufenthalte auf der Intensivstation können fast Alltag sein. Ich rede von Sichelzellanämie. Hat man vielleicht schon mal im Bio-Unterricht gehört und das Thema haut einen im ersten Moment eventuell nicht aus den Socken, aber es ist wirklich viel spannender, als man zuerst denkt. Ende letzten Jahres wurde hier in der EU nämlich eine Gentherapie dagegen auf Basis der Genschere CRISPR-Cas9 zugelassen. Viele haben das gefeiert und das ist auch ziemlich cool, aber ist damit jetzt alles gut? Nicht wirklich. Warum? Genau das schauen wir uns heute bei Dr. Watson an. Auslöser der vielen Symptome bei der Sichelzellanämie ist ein Fehler in den roten Blutkörperchen. Die verteilen den Sauerstoff im Körper. In der Lunge wird das Hämoglobin in den roten Blutkörperchen quasi mit Sauerstoff aufgeladen und dann auf dem Weg durch den Körper wieder abgegeben. Normalerweise sehen die roten Blutkörperchen ja aus wie in der Mitte eingedrückte Linsen und passen dadurch auch in die kleinsten Blutgefäße. Um jetzt zu verstehen, was bei den Sichelzellen anders ist, müssen wir erstmal in die Zellen reinschauen. In den Blutkörperchen befindet sich Hämoglobin A. Das ist der rote Blutfarbstoff, an das der Sauerstoff bindet. Und das sieht so aus. Es besteht aus 4 Proteinketten, 2 Alpha- und 2 Beta-Ketten. Bei Betroffenen der Sichelzellanämie wird dieses Hämoglobin A aber nicht oder nur kaum hergestellt. Stattdessen stellt der Körper das Hämoglobin S oder Sichelzellhämoglobin her. Obwohl es nur einen einzigen falschen Buchstaben in der DNA für die Beta-Ketten gibt, hat das schwere Auswirkungen. Die Hämoglobin-Moleküle verbinden sich an den kaputten Beta-Ketten miteinander, wenn sie den Sauerstoff abgegeben haben. Dadurch verhärtet die Zelle in einer Art Sichelform. Durch die veränderte Form können kleine Blutgefäße verstopfen und der Sauerstoff kommt nicht da an, wo er gebraucht wird. Außerdem führt das zu Entzündungen der Blutgefäße, zu Schmerzen und kann auch zu Organschäden und damit sogar zu einem früheren Tod führen. Es wird geschätzt, dass weltweit mehrere 100 Millionen Menschen die Erbanlage dafür besitzen. Aber warum ist die Anlage überhaupt so verbreitet? Und hier wird's wirklich verrückt. Wenn man die Anlage nur von einem Elternteil erbt, dann hat man zwar einen leichten Verlauf, aber ist gleichzeitig geschützt vor einem schweren Malaria-Verlauf. Deshalb ist die Anlage auch vor allem in Malariagebieten verbreitet. Wenn man aber von beiden Elternteilen die Anlage dafür erbt, dann hat man einen schweren Verlauf. Das betrifft weltweit, wie gesagt, etwa 20 Millionen Menschen und ist echt scheiße. Vor allem für Kleinkinder kann das tödlich sein. Die neue CRISPR-Therapie, die jetzt dagegen helfen soll, heißt Casgevy. Neben der Sichelzellanämie wirkt sie aber auch bei einer zweiten Krankheit, der Beta-Thalassämie. Dabei wird kein oder zu wenig Hämoglobin gebildet. Betroffene brauchen bei einer schweren Ausprägung, also alle 2 bis 4 Wochen, Bluttransfusionen. Um zu verstehen, wie Casgevy funktioniert, müssen wir in der Schwangerschaft anfangen. Da muss sich der Fötus ja aus dem Blut der Mutter mit Sauerstoff versorgen. Deshalb bindet das fötale Hämoglobin den Sauerstoff effizienter, um ihn der Mutter abzunehmen. Nach der Geburt wird das fötale Hämoglobin durch Hämoglobin A ersetzt. Weil das fötale Hämoglobin nach der Geburt noch einige Monate überlebt, bemerkt man bei Babys die Symptome auch erst nach einigen Monaten. Bei beiden Krankheiten spielt dieses Hämoglobin in der Therapie eine wichtige Rolle. Also, wie läuft die neue Gentherapie jetzt ab? Zuerst bekommt der Patient Medikamente, die die eigenen Stammzellen ins Blut ausschwemmen. Die Stammzellen werden dann aus dem Blut entnommen und im Labor genmodifiziert. Dafür wird die Genschere CRISPR-Cas9 eingesetzt, von der inzwischen ja wahrscheinlich schon jeder gehört hat. Falls nicht, könnt ihr euch gerne unser Video dazu hier ansehen. Das Einzige, was ihr aber für dieses Video wissen müsst, CRISPR kann Gene an ganz bestimmten Stellen schneiden. Deshalb kann man damit Gene zerstören, verändern, aus- und wieder einschalten. Man kann quasi wie mit Word Tippfehler im Bauplan für die Proteine, also die Bausteine des Körpers, korrigieren. So könnte man auch den Fehler in der Bauanleitung fürs Sichelzellhämoglobin reparieren, damit würde der Körper wieder gesundes Hämoglobin A herstellen. Das wird aber, Achtung, nicht gemacht, weil es, wie so oft im Leben, leichter ist, etwas kaputt zu machen, als etwas zu reparieren. Okay, was passiert stattdessen? An dieser Stelle kommt das fötale Hämoglobin ins Spiel, über das wir vorhin schon gesprochen haben. In der Schwangerschaft liest der Körper die Bauanleitung dafür ab, also wird fötales Hämoglobin produziert.
Nach der Geburt sagt ihm ein anderes Buch aus der Genbibliothek aber, hey, das brauchen wir jetzt nicht mehr, bau mal lieber Hämoglobin A. Aber, wie wir schon wissen, hat die Anleitung für Hämoglobin A bei Sichelzellpatienten einen Fehler. Wenn jetzt wegen des hemmenden Gens also kein fötales Hämoglobin mehr produziert wird, haben sie nur noch das Sichelzellhämoglobin. Bei der Genmodifizierung wird das hemmende Gen aber ausgeschaltet. Die Bauanleitung für fötales Hämoglobin kann dann wieder abgelesen werden, die Stammzellen produzieren endlich wieder runde Blutkörperchen und das Blut kann fließen. Und wie klappt das in der Praxis? Nun, bisher wurden 42 Sichelzellpatienten und 52 Thalassämie-Patienten so behandelt. Weil das allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten passiert ist, ist es auch unterschiedlich lange her, dass die eigenen Stammzellen wieder injiziert wurden. Das macht die Daten etwas unübersichtlich, aber machen wir es kurz, die Ergebnisse, die bisher erzielt wurden, sehen richtig gut aus. 19 von 20 Sichelzellpatienten hatten im Jahr nach der Behandlung keine Sichelzellkrise mehr. Keiner musste wegen Beschwerden ins Krankenhaus und von den Thalassämie-Betroffenen brauchten nur 3 von 35 Patienten, bei denen die Behandlung schon mindestens 6 Monate her ist, noch Transfusionen. Bei beiden Gruppen wurde das fötale Hämoglobin gebildet und hat sich gut im Körper verteilt. Und nicht zuletzt hat die Lebensqualität der Patienten zugenommen. Das ist alles richtig, richtig gut und ich finde es mega geil, was die Wissenschaft hier geleistet hat. Beide Krankheiten lassen sich zwar auch mit einer Stammzelltransplantation heilen, allerdings gibt es da noch nicht für jede Person eine passende Spenderin und einen passenden Spender. Das heißt, für die Personen, die diese Krankheiten haben, kann eine Gentherapie ihr Leben verlängern und ihre Lebensqualität extrem erhöhen. Und trotzdem gibt es einige Nachteile der Therapie. Erstens, bevor die Stammzellen wieder injiziert werden, muss eine Chemotherapie gemacht werden, um die unveränderten Stammzellen abzutöten. Die ist zwar auch bei einer Stammzelltransplantation notwendig, das ändert aber nichts an den schwerwiegenden Nebenwirkungen und Folgen. Zweiter Punkt, bei einer Schwangerschaft nach der Gentherapie kann es sein, dass das Baby nicht optimal mit Sauerstoff versorgt wird, weil das Hämoglobin der Mutter den Sauerstoff nicht so leicht abgibt. Außerdem verändert die Therapie ja nur die Stammzellen, aber nicht die Keimzellen. Die Veranlagung kann also trotzdem weitervererbt werden. Drittens, bei vielen Patienten ist es noch nicht mal ein Jahr her, dass diese Therapie durchgeführt wurde. Bisher gibt es keine Hinweise auf Komplikationen, aber es könnte sein, dass die manipulierten Stammzellen zum Beispiel eine kürzere Lebensdauer haben und so die Wirkung nach einigen Jahren nachlässt. Und viertens gibt es zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass es zu Schädigungen des Erbguts kommt, zu sogenannten Off-Target-Effekten. CRISPR-Cas ist im Vergleich zu anderen Verfahren sehr präzise und hat eine Fehlerquote im Promillebereich. Im schlimmsten Fall könnte so ein Fehler trotzdem zu einer Leukämie führen. Aber auch dafür gibt es bisher noch keine Hinweise. Bevor ich euch gleich noch meine eigene Meinung zu diesem Thema sage, will ich euch noch etwas über Clark erzählen. Denn richtig sicher ist man vor Krankheiten und Schicksalsschlägen natürlich nie. Aber mit Clark könnt ihr euch für einen solchen Fall zumindest finanziell absichern. Wusstet ihr, dass das durchschnittliche Arbeitseinkommen in Deutschland aufs Leben gerechnet ca. 1,5 Millionen Euro beträgt? Clark kann euch unverbindlich eine Versicherung anbieten, die dieses zukünftige Einkommen absichert. Das kann entscheidend sein, wenn der Fall eintritt, dass ihr wegen Depressionen, Burnout, Unfall oder einer anderen Erkrankung berufsunfähig werdet. Clark ist besonders dann eine interessante Option für euch, wenn ihr Beratungstermine mit Versicherungsvertretern vermeiden wollt und lieber eine schnelle, unkomplizierte Lösung sucht. Ihr solltet aber wissen, dass Clark als Makler für euch auftritt. Das ist hilfreich, wenn ihr Versicherungen einfach kündigen oder neue abschließen wollt, wird aber auch relevant, wenn ihr schon einen Makler haben solltet. Der verliert nämlich dadurch sein Mandat an Clark. Außerdem optimiert Clark euren Schutz teilweise auch automatisch, wenn es bestehende Versicherungen günstiger oder zum gleichen Preis in besser gibt. Vorausgesetzt natürlich, ihr widersprecht den Änderungen nicht innerhalb von 14 Tagen, was ihr aber immer tun könnt. Wenn ihr Clark also mal ausprobieren wollt, dann klickt auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung und gebt bei der Registrierung den Code WATSON34 ein. Damit bekommt ihr nämlich für bis zu 3 bestehende Versicherungen jeweils einen 15 € Gutschein für Cyberport, Amazon oder den App Store und ihr unterstützt damit natürlich auch noch uns und unsere Videos. Die größten Probleme haben in meinen Augen gar nichts mit der Therapie an sich zu tun, sondern mit dem Gesundheitssystem. Die Kosten für eine Therapie mit Casgevy liegen aktuell bei, Achtung, etwa 2 Millionen Euro. Die Stammzelltransplantation ist mit maximal 300.000 Euro deutlich günstiger. Für die Beta-Thalassämie gab es sogar schon eine Gentherapie, die aber vom deutschen Markt genommen wurde, weil sich die Krankenkassen nicht mit dem Hersteller einigen konnten.
Natürlich kostet es viel, eine solche Therapie zu entwickeln, aber nach Experteneinschätzungen liegt der hohe Preis auch daran, dass es kaum Wettbewerb gibt und die Firmen so die Preise einfach festsetzen können. Und da sind wir sehr schnell bei ethischen Fragen angekommen. Sollten Firmen die Macht haben, eine Therapie vom Markt zu nehmen, weil die Krankenkassen nicht mehr zahlen wollen oder können? Wie gehen wir damit um, dass wir heute noch nicht wissen, ob es Folgekosten gibt oder es bei der einmaligen Therapie bleibt? Bei neuen Therapien gibt es einfach noch offene Fragen und damit auch Unsicherheiten, die den Preis betreffen. Aber okay, es ist irgendwie auch klar, dass es bei neuen Medikamenten und Therapien schwierig ist, eine Garantie zu geben. In den letzten Jahren wird deshalb, übrigens auch hier schon in Deutschland, das Pay-for-Performance-Modell eingesetzt. Das heißt, Hersteller und Krankenkassen handeln Therapieziele aus. Wenn ein Ziel erreicht wird, zum Beispiel Patient überlebt 2 Jahre oder Patientin bildet nach 6 Monaten immer noch Hämoglobin, dann wird eine Rate der Kosten übernommen. Expertinnen und Experten kritisieren aber, wie das Modell heute umgesetzt wird. Denn diese Preisgestaltung wird meistens nicht öffentlich aufgeschlüsselt und das erschwert eine transparente Diskussion. Und damit das Recht auf Gesundheit nachhaltig geschützt werden kann, müssten Unternehmen trotzdem die Preise so niedrig wie möglich halten, um den optimalen Zugang zu garantieren. Zum Thema Gentherapien gibt es übrigens ein Buch mit einem ganzen Kapitel zur Frage, ob die hohen Kosten gerechtfertigt sind. Das Kapitel fanden wir sehr spannend und das ganze Buch ist Open Access und kostenlos und deswegen unten verlinkt, falls ihr mal reinschauen wollt, genauso wie alle anderen Quellen, die wir bei der Recherche für dieses Video hier verwendet haben. Eine dieser Quellen war übrigens auch ein Gespräch mit einem der Herausgeber dieses Buchs. Okay, also, was nehmen wir jetzt daraus mit? Es gibt mehrere hoffnungsvolle Therapieoptionen für die Sichelzellkrankheit. Aber um wirklich davon zu profitieren, brauchen wir auch eine offene Debatte darüber, wie der Finanzierungsrahmen aussieht. Das ist immer so ein Balanceakt zwischen der Öffentlichkeit und Betroffenen einerseits und den Herstellern andererseits. Aber auch wenn wir noch einige wichtige Fragen zu klären haben, sollten wir dabei nicht vergessen, dass diese erste CRISPR-Gentherapie vielleicht einfach der Anfang einer neuen Ära der Medizin ist. Und das ist einfach mega spannend. Es ist unglaublich cool, dass es jetzt Menschen gibt, denen es dank dieser Therapie besser geht. Und ich habe die große Hoffnung, dass die Preise dafür in den nächsten Jahren sinken werden. Ich drücke die Daumen dafür, ich hoffe ihr auch. Und bis dahin, bleibt neugierig, euer Cedric.